Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd, und im heutigen Video zeige ich euch, wie ich die Herkunft von einem Instrument nach dem Klang beurteilen kann. Mehr davon wie immer nach dem Intro. Danke, Tobias. Also im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen habe ich ja einen anderen Zugang. Es gibt da Leute, die tun da irgendwie Hand auflegen oder haben eine Kristallkugel und schauen rein. Ich halte von dem Ganzen nichts. Für mich ist ein rein wissenschaftlicher Zugang das einzig Richtige. Heute habe ich, weil ich natürlich an meiner Verpflichtung, junge Leute auszubilden, nachkomme, einen Azubi da, und ich habe gesagt, wir starten einfach einmal. Bringst du einmal die Messgeräte, Kasimir? Jawohl. Sehr gut. Na, da fehlt jetzt aber noch ein bisschen was. Ja. Sehr gut. Das wird schon. Ja, Dann hätte ich gesagt, fangen wir einmal an. aber siehst, der hat schon eine gute Routine drinnen. Einmal. Jawohl. Ja, das fängt schon gut an. Okay. Dazu Ja. brauche ich glaube ich nicht viel sagen, oder? Das kennen wir da ein bisschen anders. Wir fangen, ich glaube, mit denen an. Du machst das, was der Papa auch macht. Finger rein. Der klingt gut. Der klingt wirklich Der fantastisch. klingt fantastisch. Ja. Das klingt nach Franzos. Ja. Ja, ich hätte jetzt ein bisschen länger gebraucht für die Antwort, aber ich bin auch deiner Meinung. Das habe ich am liebsten, wenn meine Buben meiner Meinung sind und nicht widersprechen. Gott sei Dank. Ja, gut erzogen, oder? Ja. Wichtig ist bei wissenschaftlichen Sachen immer, dass man eine Überprüfung macht. Das heißt, wir probieren es jetzt noch einmal. Doppelt hält besser. Erster. Ja. Papa ist da trainierter als ich. Aber ich werde mein Bestes geben, um das alles mal auswendig zu lernen und zu studieren oder was auch Bist immer. du so aufgeregt, wenn du vor der Kamera bist? Na, normalerweise hat er einen Prügel neben mir stehen und der tut dann doch schon ein bisschen weh. So. Ganz klar Italiener. Ja, Das klingt echt richtig italienisch. genau, aber das ist eh ganz klar, das hört man sofort am Klang, dass es italienisch Finde ich ist. auch, ja. Ja. Aber jetzt. Jetzt reden wir nur von einer Geigen. Stell dir mal vor, wir müssen ein Cello beurteilen. Da Ja. kannst du die Magnumflaschen Aber holen. ich glaube, dafür bin ich noch nicht ganz ausgebildet genug. Na bitte, Cello ist drittes Lehrjahr. Also, aha. Ex oder Burger? Ja. Wie heißt deine Freundin? Ja. Ja, der ist ein guter. Der ist im 14,5 Vierteltakt geschrieben. Ja, das sind die Liebsten von uns. Ja, das ist ein guter. Jetzt schauen wir mal den an. So. Klingt super, aber ganz ehrlich, das ist eine Gitarre, das ist keine Geigen. Findest? Ich höre da schon was Geigerisches aussehen. Gezupfte Geige, also Gitarre. Ja, da kenne ich mich nicht so gut aus. Ich bin Lehrling im Geigenbau. Und wie immer, die Überprüfung. Die Überprüfung. Bitte machen wir die teuren Glasel nicht hin. So, und Bub, jetzt muss ich dir ganz ehrlich sagen, da musst du jetzt durch, da hilft dir nichts.
Ja. Es ist jetzt sicher nicht die tollste Erfahrung. Ja. Schauen wir mal. Fangen wir mal an. Man merkt, der riecht ja schon so ganz anders, gell? So ein bisschen nach Fabrik und so, gell? Ja, der wird mit einmal vernichtet. Ja, Augen zu und durch. Ach, guter. Das klingt nicht. Ich bräuchte jetzt mal meine Lehrlingspause. Das ist übrigens eine der wenigen Flaschen, wo es ein Vorteil wäre, wenn keine 750 Milliliter drinnen sind. Alle anderen sind's klar. Alle Ja. anderen sind es klar, die tun ja immer weniger rein. Das bin ich auch drauf gekommen. Ich bin ja extra nach Graz gefahren, das ist ein Asia-Geschäftl. Dann komme ich rein, haben sie chinesischen Wein? Sie, das erste, was sie fragt, ist zum Kochen und ich, na, zum Trinken. Zum Trinken? Da habe ich gesagt, was soll ich jetzt da davon halten, wenn Sie das gar nicht glauben können, dass man den trinken auch könnte? Warte, Der stoppel Herr- den vielleicht zu oder mach neben ein Red Bull auf, dann haben wir einen anderen Geruch. Ich hoffe, dass es alle gemerkt haben, dass das jetzt nur gespült war. Ja. Falls jemand von den Kunden oder Kundinnen bei einer Echtheitsfindung und bei einer Klärung, woher kommt, was dabei sein will, müssen da halt oder sie diese Dinge auch mitbringen. Es wird dann auch ein bisschen billiger. Das braucht keiner mit. Na, Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann bis zum nächsten Video. Und bitte, Sag's nicht schreibt ganz jetzt so nichts Blödes in die Kommentare. Ja? Ich bin ein verantwortungsvoller Vater, der sein Wissen weitergibt. Alles klar? ich gehe mal den Wein wegschütten und Schwemmst du die Glaseln aus? Bist du so nett? Oh Gott, das geht schön. Ihr Schnapsdrossen, ihr müsst mir zuerst hören. Warte mal. Bei der Menge der Messungen, da könnte sogar schon einen therapeutischen Effekt mir haben. das fast zu wenig eingeführt. Da kann man es nicht gut hören. Jetzt gern mehr von dem Schluckerl. Ihr sollt's nicht reden, wenn ihr das ich macht. wollte sagen. Also nochmal eintauchen. Das ist eine richtige Arbeit erst. Ja, das ist Muskelarbeit. Vor allem so intensiv mache ich das normalerweise nicht. Da habe ich immer ein bisschen Entspannungsphase inzwischen. Nein, ich würde sagen, normalerweise schon, aber halt nicht alles auf einmal, ne? Und genau bei dem gelingt es nicht. Ich halte es nicht aus erst. Ja, das ist der Vorführeffekt, Papa. Der Papa ist eher lieber. Er tut sein Bestes. Hallo. Noch nix, Aufitschka. Wollen wir das einmal anders machen oder wollt ihr das beide machen? Weil der Maxi kommt. Wann kommt der? Jetzt gleich mal, wenn wir ausgemacht. Ich habe gedacht, das Ja, nur- gut, das heißt nichts. Nein, nein, das doch, geht sich. doch. Diesmal wirklich, er hat gesagt, er fährt jetzt aus Graz gerade los. Wahrscheinlich hat er sich jetzt einkifft. Muss jetzt noch schnell die Augen eintropfen gehen. Soll ich ihn fragen, hast du jetzt auch noch Ringkleiner aufgenommen, du Depp? Und das Hauberl da mal ober, gell, wenn wir filmen. So, wenn der Maxi kommt, hat der Hauberl auf. Hat jetzt nur gut so ein bisschen gedauert, weil jetzt alle wieder weg sind. Was heißt alles? War hoffentlich nur einer. Aber dann im Video willst du kein Instrument liegen, oder? Nein, am Schluss schiebt man nur den ganzen teuren Wein drüber. Schade um einen Wein. So könnte es passen, setz dich mal her. Der ist ja groß genug. Warte, soll ich irgendeinen kleineren Stuhl nehmen? Nein, du sollst einfach Bugert sitzen. Ich lasse euch das nicht da, weil ihr schaut uns immer da rein und nicht dort rein. Letztendlich ist da vorn, gell? Das ist, Ich greife nachher die Gang nicht mehr an, wenn ich da die 4 Flaschen austrunken habe. was heißt Austrunken. Fasten. Vielleicht so kurz riechen, einen Schluck. So, Genau. Die Chinesen trinken ja wieder nicht drüber. China-Bashing. Sicher. Aber dann kann man noch ein paar Worte sagen, weil wir jetzt auch schon ein Video über chinesische Titanbestandteile gemacht haben und jetzt die Chinesen auch nicht ganz gut wegkommen da. Das liegt jetzt nicht primär an die Chinesen, weil die können eine gescheite Qualität auch machen. Ja? Wir haben Titan von dort gesehen, die haben Spitzenqualität auch, wenn sie es brauchen. Aber scheinbar ist halt ein bisschen das auch die Erwartung, dass halt alles billig und natürlich ist die Qualität dann scheiße. Ja, Gehen wir aufs Klo. ja ich würde sagen, weil ich sammle ja schon ein bisschen, gell? Ja, man merkt's.